eine solche Hurerei, die auch unter den Heiden nicht genannt wird, dass einer die Frau seines Vaters hat. Ihr seid aufgeblasen, habt nicht viel mehr Leid getragen, damit der, welcher diese Tat getan hat, aus eurer Mitte hinweggetan wurde. Denn ich zwar, der ich dem Leibe nach abwesend bin, doch dem Geiste nach gegenwärtig, aber schon als sei ich gegenwärtig beschlossen über den, der dieses so getan hat. In den Namen unseres Herrn Jesus Christus, wenn ihr versammelt seid mit meinem Geist, mit der Kraft unseres Herrn Jesus Christus, einen solchen dem Satan zu übergeben zum Verderben des Fleisches, auf dass der Geist gerettet werde am Tage des Herrn Jesus. Euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum feget den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, gleich wie ihr ungesäuert seid. Denn auch unser Passa, Christus, ist für uns geopfert. Darum lasst uns das Fest feiern, nicht im alten Sauerteig, auch nicht im Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern in dem ungesäuerten Teig der Lauterkeit und der Wahrheit. Ich habe euch in dem Brief geschrieben, dass ihr nichts zu schaffen haben sollt mit Huren. Das meine ich gar nicht von Huren dieser Welt oder von den Habsüchtigen oder Räubern oder Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja die Welt räumen. Nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt und ist ein Hure oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen soll ihr auch nicht essen. Denn was soll ich auch die richten, die draußen sind? Richtet ihr nicht, die drinnen sind? Gott aber wird die draußen sind richten. Tut den Bösen von euch selbst hinaus. Beten. Vater, danke für dein Wort. O himmlischer Vater, deine Offenbarung an uns. Du zeigst uns ganz genau, klar und deutlich, was richtig ist und was falsch ist. Was zu tun ist, was nicht zu tun ist. Und o Vater im Himmel, das ist gegen die Gesinnung der Welt, gegen eine weltliche Gesinnung. Und o Vater, ich bitte dich, du wirst uns zeigen und durch den Heiligen Geist uns genau sagen, was du willst, was zu tun ist. O himmlischer Vater, wie wir sein sollen. O Herr, für deine Ehre. So Gott wirke jetzt in unserer Mitte. Wir brauchen dich. Jeder hier braucht dich, o Vater. O Herr, ohne dich können wir nichts tun, sogar nicht rein sein. So Vater, wirke. In Jesu Namen. Amen. Sitzen. Nun, als wir am Anfang gesehen haben, Korinth war eine Stadt voller Sünde, Sinnlichkeit am meisten, Hurerei. Paulus dankte dem Herrn für die Gemeinde. Nun gehen wir in Kapitel 1, Vers Nummer 5. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Gottes Gnade wurde die Gemeinde gegeben durch den Herrn Jesus Christus. Es war offensichtlich und Paulus dankte Gott dafür. Nun, Vers Nummer 6. Eigentlich Vers 7, ich habe Vers aufgeschrieben. Sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeine Gabe und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Vers 5.
dass ihr durch ihn an allen Stücken reich gemacht seid, in aller Rede und aller Erkenntnis. Nun, die Gemeinde ist in aller Rede und aller Erkenntnis reich gemacht. Und er dankte Gott dafür. Und er erkannte das. Das Zeugnis, wie wir gelesen von Christus, war bei denen befestigt. Sie hatten keinen Mangel an irgendeiner Gabe und warteten auf die Offenbarung des Herrn Jesus Christus, welcher euch auch Vers 8 befestigen wird bis ans Ende, dass ihr unsträflich seid an den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Und Vers 7, und wartet auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Hey, die haben gedacht, jeden Tag könnte heute der Tag sein, dass der Herr Jesus Christus kommt. Hast du auch daran gedacht? Nicht alle. Sollst mehr daran denken. Viel mehr. Aber alle diese Dinge bedeutet nicht, dass die tatenlos waren. Und ich muss mal sagen, wo alle diese Dinge sind, das sind auch alle schlechte Dinge. Leider. Er musste sie aber ermahnen vor Spaltung, Parteilichkeit. Vielleicht gab es damals, was jetzt gibt, oder? Ich möchte nicht brav sein. Tust du nur, was dir gesagt worden ist? Er hat dir gesagt, sei geliebte Kinder. Ich bin nur heute Abend, halb Nacht. Ich habe mal so keine Spalte da, aber meine Stifte sind meine Sache. Wenn ich keinen Stift habe, ich fühle mich nackt. Ich habe 3 Jahre meines Lebens gegeben, um zu wissen, ich muss immer einen Stift bei dir haben. Ein guter Soldat hat immer einen Stift. Möchtest du kein guter Soldat sein? Brauchst du eine Ermahnung? Sei geliebte Kinder. Seid meine Nachfolger. Jetzt aber, ich denke, ihr Beelzebub ist dabei. Jetzt ist er weg. Das ist der Herr der Fliegen, Beelzebub. Er schickt seine Dämonen. Jetzt ist das Schlimmste, was auch in unserer Zeit vorherrschend ist. Sehr vorherrschend. Und ich muss mal echt sagen, in der Bibel daheim sein. Ja, da sind wir heute Abend. Genau, was man machen muss, wo Hurerei in der Gemeinde ist. Und da ist Hurerei in der Gemeinde. Und guck mal, er sagte, sein allererstes Wort ist, überhaupt hört man. Man hört diese Sache. Ich kann mich noch entsinnen, wo ich in Jonesville, North Carolina war. Geh mal Haare schneiden. Sag mal, wo ich predige. Weißt du, was dort in der Gemeinde war? Wusste allen, was da war. Da hat man wahrscheinlich besser hier eine alte Methodistin gehabt. Die wollen jemanden aus der Gemeinde wegen Ehebruch ausschließen. Und die ganzen Freunde kamen und wollten den Pastor umbringen. Der Pastor hat seinen Kult rausgebracht auf den Kanzel. Dann hat der Chef da gesagt, du weißt, ich schieße besser als dich. Ich bringe mich um, aber du bist zuerst. Wir schließen die aus
Und du, wenn du das mit deinem Leben bezahlt wirst, kannst du mal, weil ich mache es. Und der Mann wurde leben. So war es im Wilden Westen. Interessant. Überhaupt hört man. Und hey, was wollt ihr? 21. Soll ich mit der Rute zu euch kommen? Wenn ich höre, es gibt Hurerei in der Gemeinde. Nun, Paulus redet, oder? Aber wer redet? Er ist entsetzt. Der Herr ist entsetzt über Hurerei. Geheim sein in der Bibel. Der Herr hasst das. Und ich habe mal gestern eine Predigt gehört von Brother Tim Verlor. Und er predigte, Lügner sind schlimmer als Löwen. Über den Prophet, der ungehorsam war. Und der andere Prophet hat ihn belogen. Und er folgte dem und ist gefressen worden von einer Löwe. Ja. Hey, der Herr hasst Hurerei. Den Romanen, den Fernsehsendungen, alles was du in den Haus kriegst. Wir reden noch nie von Pornos. Der Herr ist erst entsetzt darüber. Wir sind im Internet, ich bin denn jetzt hier was. Übelst radikal, du sollst das Zeug verbrennen. Dann sind wir richtig radikal. Es ist wirklich, als ob es wohl bekannt ist. Überhaupt hört man das. Und, was steht da? Die auch unter den Heiden nicht genannt wird. Weißt du, es ist schlimmer als der Heiden. Geschieht in der Gemeinde, ist es schlimmer als der Heiden. Ist es furchtbar. Jemand ist mit seiner Mutter. Das zu überlegen. Also Donald Trump ist ein perverser Ehebrecher gewesen, ist vielleicht immer noch, weiß ich nicht. Aber Woody Allen hat seine Stiefkind geheiratet. Das ist pervers. Und wenn man den mag, was ist man? Römer Kapitel 1 sagt, du bist die das tun. Und das ist entsetzlich. Und nun, weil das ist vorherrschend in unserer Zeit, da mussten wir Hurerei angucken und in der Bibel daheim sein. Was sagt die Bibel dazu? Hier ist, was ich denke. Schreib auf. Ist mir wurscht. Schreib auf. Mir wurscht. Hurerei ist alle sexuelle Unreinigkeit. Das intime Leben ist für ein verheiratetes Paar. Nur. Nirgendwo anders. Hebräer 13. Die Ehe soll ehrend gehalten werden bei allen. Das Ehebett unbefleckt. Die Hure aber und die Ehebrecher wird Gott richten.
Das Leben, das intime Leben, ist für Verheirateten. Das ist, was Gott segnet. Und es soll in Ehren gehalten werden von allen. Und der Grund, es gibt so viele Scheidungen heutzutage, ist, weil es geht. Und es ist nicht so schlimm. Aber was Gott zusammengefügt hat, soll sich scheiden, immer noch heute. Immer noch. Und wie unser Vers sagt, Gott richtet Horror selbst. Das tut er. Besondererweise, wie wir das in unseren Versen ganz am Ende, das werden wir entweder nächste Woche, in 2 Wochen. Es geht heute Abend nur über die draußen sind, und sie gerichtet. Wenn sie geschmiegt worden sind, ja, pass mal auf. Wollen nicht so richten. Blitze schlagen. Gerechte und Ungerechte. Aber man was, das in die Gemeinde zulässt und die Gemeinde nicht. Gerechte. Deswegen muss man ihn ausschließen am Ende. Das werden wir dann besser anschauen, oder mehr anschauen. So, Apostelgeschichte 15, 20 bis 29. Wir haben die ganze Bibel. Die Korinther haben diesen Erlass von den Aposteln. Paulus predigte überall diesen Erlass und die Gemeinde wuchsen. Kannst man nicht Gemeinde wachsen mit so einen Erlass haben? Kannst du mit Gott haben. Ein Bordell hat auch Zuwachs. Sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten von Verunreinigung der Götzen und von Unzucht, der Sauerei, von Erstickten und von Blut. Vers 29. Dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern, von Blut, von Erstickten und von Unzucht, wenn ihr auch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Ich sagte, unter den Heiden, wo Hurerei war es vorherrschend. Es ist heute, wir haben Heiden. Es ist das Gleiche, was sie brauchen. Und haltet euch von Unzucht. Das ist der Erlass der Apostel. Galater Kapitel 5, Vers 19. Hey, wir hörten heute früh, bleibet in mir. Frucht bringen, Liebe. Du spielst hier rum und du schneidest dich selbst ab. Die Verbindung wird zugemacht. Galater 5, Vers 19. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, die da sind, Ehrbuch, Hurerei, Unreinigkeit, Ausschweifung. Hurerei ist ein Werk des Fleisches. Es kommt natürlich vom Fleisch. Ich weiß nicht, ob es stimmt oder es nicht stimmt. Es gibt ein Wort, das nicht mehr benutzt wird in Deutschland. Das außerhalb Deutschlands ziemlich bekannt worden in der deutschen Sprache. Nee, Dummkopf wird noch benutzt. Und das kennen alle Amerikaner. Fräulein. Eine Lehrerin, ich fragte sie, warum benutzt man das nicht? Welche sind noch Jungfrauen? Das ist eine Jungfrau. Hurerei ist vorherrschend. Es ist überall.
Es ist immer noch ein Werk des Fleisches. Sünde. Und Hurer kommen nicht in den Himmel. 1. Korinther 6. Ich kann es mir mal vorstellen, wenn die Korinther waren bei der, das weiß ich schon, Gesellschaft. Schweißgesellschaft. Was sind die ersten 3 Worte, die hier benutzt? Wisst ihr nicht? Er weiß schon, was die sagen wollen, oder? Ich weiß. Ja, wisst ihr nicht? Ja, wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Lasst euch nicht verführen! Unsere Kultur ist aus der Hölle! Ist aus der Hölle! Die korinthische Kultur stammte aus der Hölle. So wie die hollywoodische. Aber im Begräbnis von Tante Marie, ihre Kultur. Sie war daheim in der Bibel. Sie war daheim in der Bibel. Lasst euch von solchen Leuten unsere Kultur nicht verführen. Weder Hurer, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Weiklinge, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Werden keiner von denen das Reich Gottes ererben. Offenbarung 21, Vers 8. Die Verzagten aber und Ungläubigen und die von Gräueln befleckten und Mörder und Hurer und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird sein in dem Pfuhl, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Wo kommen die Hurer hin? Die Hölle. Das ist, wo die hinkommen. Hurer kommen in die Hölle. 1. Korinther Kapitel 6, Vers Nummer 18. Flieht die Hurerei. Jede Sünde, die der Mensch tut, ist außerhalb seines Leibes. Wer aber Hurerei treibt, der sündigt gegen seinen eigenen Leib. Hurerei ist eine Sünde gegen den eigenen Leib. Wir haben allerlei komische Krankheiten heutzutage. Stammt das aus der Hurerei? Wenn man sündigt mit seinem eigenen Leib? Woher kamen meine 5 Kinder? Von meinen? In den Leib von meiner Frau. Man sündigt gegen seinen eigenen Leib? Ist das, wo das Zeug herkommt? Ich bin kein Arzt. Muss ich sagen. Was heißt das? Weiß nur, eine drogensüchtige Mama bringt sehr große Wahrscheinlichkeit ein drogensüchtiges Kind in der Welt. Sündigt an seinen eigenen Leib. Eine Hurerei. Muss man eigentlich sagen, das wäre mal ein guter Grund, rein zu sein. Die kommen jetzt in Facebook mit allerlei, weißt du, deine Schwester hat gesagt, dass eine sagt, man betet, dass ich bekomme medizinische Marihuana. Ja, das gibt's. Und auch die erklären allerlei gute Sachen, Natalie, dafür, was es macht. Und hey, wir hatten die Potheads genannt in der Schule.
Die haben uns gesagt, dass das macht nichts mit deinem Körper. Heroin wirst du süchtig. Und verschiedene Sachen wirst du süchtig. Dieses LSD macht nicht süchtig, aber irgendwas geschieht und du wirst kaputt. Es kann deine Gehirn, boom. Ja? Und ich habe mal wirklich den Podheads angeguckt. Ja. Ja, wenn das nicht mit ihrem Gehirn macht, ja, Leute, ich bin keine Mediziner, aber ich mache mal 1 plus 1. Ich kriege immer 2. Und nie 1,5, nie 3. Das ist was absolut. 1 plus 1 ist gleich 2. Ja? Und ja. So, ein Grund, warum ich kein Marihuana geraucht habe. Ich hatte Angst. Ich habe nie LSD und sowas genommen. Ich hatte Angst, was würde mal geschehen? Angst ist gesund. Für mich wie Bill Dandy, oder? Ja, dass man bringt sowas in die Welt und weiß, ich habe meinen eigenen Leib gesündigt. Das ist so Angst sein, dass man reinbringt. Wirklich. Nun, 1. Korinther 6, Vers 13. Die speisen den Bauch und der Bauch den Speisen, aber Gott wird diesen und jenen zunichte machen. Der Leib aber nicht durch Hurerei, sondern den Herrn und der Herr den Leib. Mein Leib. Egal, was du davon hältst. Und dein Leib, wenn du heute errettet bist, egal was irgendein anderer gehört dem Herrn und nicht der Hurerei. Es gehört Gott. Es gehört nicht dir selbst. Es gehört Gott. Also wir haben mal ein bisschen kommentiert und ja, ein bisschen verfehlt. Ja, wirklich verrückt. Wegen dieser neuen Richter in Amerika. Oh, mein Leib, nein! Man errettet ist, mein Leib gehört dem Herrn. Nicht nein, es gehört nicht der Hure. Zeige, was du hast. Nein! Hebräer 13,4, wem sollst du es zeigen? Ein Ehegabe, oder? Und wir kommen auch auf das gleich. Ja? Machen wir mal Folgendes, okay? Jeder muss mal das als deinen Punkt. Hurerei und ich. Ich rede nicht persönlich, aber doch. Ich rede zu dir, das sollst du auch machen. Was soll ich mit der Hurerei machen? Hm? Ja? Was soll ich damit machen? Ja! Fliehe die Hurerei. Sieht besser aus als ein Porno. Wir haben das schon gelesen, 1. Korinther 6, 18. Du sollst die Hurerei fliehen. Widerstand ist zwecklos. Du bist nicht stark genug. Kommen wir auch wieder darauf hin. Fliehen. Gott hat gesagt, fliehen. Nicht widerstehen. Zweitens, musst du ein bisschen abhauen.
Ja? Einer sagte, weißt du, der Gottlose flieht und niemand jagt ihn nach. Ja, deswegen gehe ich nicht joggen. Guten Grund nicht joggen zu gehen, aber du sollst mal die Hurerei fliehen. Ja? Und muss mal fit sein. So, das erste Mal ist nicht fit. So, weil da würdest du, was machen die in einem Fitnessstudio? Und dann, und dann. Ja? Hast du je hier für ein Fitnessstudio einen Fettsack gesehen? Das ist wohl die hin sollen, oder? Du siehst was? Ein 3/4 nachtsinnliche Person. Ja. So, fliehen. Die richtige Gesinnung brauchen wir. Brauche ich, brauchst du. Vergiss nicht, Hurerei nicht. Erstens, was? Jetzt musst du der richtige Gedanken. Was ist in deinem Körper? Kopf für denen, die nicht aus Sachsen sind. Ja? Ja? Haben die anderen nicht verstanden, vielleicht, wenn die das gucken im Internet von woanders. Epheser 5,3. Hurerei aber in aller Unreinigkeit oder Habsucht werde unter euch nicht einmal genannt, wie es sich heiligen zieht. Es darf ja nicht einmal genannt werden. Oh, ein bisschen. Nein, nicht ein bisschen. Überhaupt nicht. Gar nicht. Nicht einmal. Das sind sich der Heiligen. Das gehört uns zu. Und das brauchen wir als unsere Gesinnung. Ein bisschen ist schlecht. Ein bisschen ist eine Katastrophe. Erste Thessalonicher 4, Vers 7. Die richtige Gesinnung. Denn Gott hat uns nicht berufen zur Unreinigkeit, sondern zur Heiligung. Wozu hat Gott uns berufen? Heiligung. Nicht Unreinigkeit, nicht Hurerei. Unsere Berufung ist was Schöneres, was Besseres, was Herrlicheres. Und dazu bist du berufen. Hey, vielleicht wenn wir heute Sport treiben werden, wirst du nicht berufen. Ich habe ein paar von euch, ich werde mit weniger Leuten spielen wollen. Na, wirklich. Ich habe schon getan. Hol den Ball. Hol es nicht. Wenigstens kann man zuhören, man muss mal nicht spielen können. Ja? Denken Sie, das sind Oldtimer, die schreien ein anderer an wegen anderer Sachen, die bloß so Zuckerteil ist. Ja? Ich muss mal sagen, eine von den schlimmsten Sportevents sind in die Gemeinde. Die sind die schlimmsten. Ja? Kolosser 3,5. Nicht einmal und du bist berufen zur Heiligung heute Abend. Da bist du berufen. Vielleicht nicht in einer Sportmannschaft, aber zur Heiligung bist du da. Ja? Allen. Sei keine niedere Heiligung. Kannst eine Nieder sein im Volleyball. Aber ehrlich gesagt, dass du es so machst mit deiner Hand beim Volleyball, ist es auch nicht, ne? Lass mal so. So mache ich. Ja, das ist auch nicht richtig, wenn du richtig spielst. Und dann, ich mache immer Psycho-Tricks beim Volleyball. Here's the good guys. Meine Mannschaft ist immer the good guys. Und, oh, der Herr Rudolph hat verloren, nur deswegen.
Here's the bad guys. The good guys haben immer gewonnen. Der hat mal gesagt, wie man spielt und so und dies und jenes und ich hatte mal einen Ball über das Netz. Und die haben zu gut zugehört und die wollten dies und jenes. Boom, einmal rüber das weg. Ein Punkt gewinnen wir. Ja? So. Du kannst in der Nieder sein im Sport, aber wenn du an der Nieder bist in Heiligung, Kolosser 3,5 habe ich gesagt, oder? So tötet nun eure Glieder, die auf Erden sind. Hurerei, Unreinigkeit, schändliche Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, welche Götzendienst ist. So was mit Hurerei tun, muss man die richtige Gesinnung haben. Du musst mal davon fliehen. Du musst sie töten. Du musst sie töten. Weißt du, du hast dieses Wort, ich habe das angeschaut in Englisch, das heißt mortify. Und das ist, wie man tötet, damit es nicht wiederkommt. Und so, was erweckt Hurerei, muss weg. Ja? Und ein Mann, der hat wirklich, er hat ein Buch, so dick. Wahrscheinlich wird es nicht sehr oft jetzt verkauft, ein Puritaner. Mortification of Sin. Ich weiß nicht, wie viele Kopien von Thomas Watson. Die Pflicht der Selbstverleugnung. Ich habe es bei Alan Jones gegeben und gesagt, ich habe nie davon gehört. Das Buch oder die Pflicht? Bei meistens ist es alle beide, aber daheim seid ihr in der Bibel, oder? Ja? Das ist nur Spaß mit Willie Jones, das Buch hat er nie gemacht. Aber ich sage, das ist ein interessanter Titel. Muss alt sein, ja, 400 Jahre. 2. Korinther 12, 21. Hurerei nicht. Dass mich, wenn ich abermals komme, mein Gott demütige bei euch, nicht Leid tragen müsse über viele, sie, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinigkeit und Hurerei und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Was geschieht? Und das furchtbarste geschehen. Und wenn es begeht. Das Buße tun. Die Gedanken sind schlimm genug. Matthäus. Ob man eine Frau begehrt oder man sich ansieht, was, damit jemand nicht begehrt. Die Gedanken sind schon schlimm genug. Muss Buße getan werden. Ich wollte mal fast, die sollen mich nicht so angucken, du egoistisches Schwein. Leicht nett gesagt. Meine Liebe, aber was ist das, wenn man ein Anstoß ist? Was ist man denn? Hat man eine Unserliebe? Hat man ein Milligramm? Oder Mikromilligramm? Zur Buße. Zur Buße. Wie der Bruder, wir haben ihn kennengelernt. Er hat wahrscheinlich die schlimmste Sünde gemacht, die es überhaupt gibt in Deutschland. Er hat seine Mutter Hitler genannt. Sie war sehr streng mit ihm. Sie war deutsch. Ja, weißt du, in Amerika kannst du solche Witze erziehen, aber hier nicht so, oder?
Deswegen habe ich gesagt, das war die schlimmste Sünde. Er hat darüber gepredigt. Ich sage, pass mal auf, Junge, wie du guckst. Und das sagt noch, Pastor, die sehen auch genauso aus in der Gemeinde. Ich sage, tu Buße, wenn was geschehen ist. Was so eine Gedanken ist. Pass mal auf heute Abend. Der stärkste Mann Simson ist doch Uriah. Der geistlichste Mann David ist doch Uriah. Der weiseste Mann Salomon ist doch Uriah. So. Der klügste Kopf. Der stärkste. Und du kannst Musikinstrumente erfinden. Du kannst mir an der Herr ist mein Hirte. Mehr wird nicht wandeln. Du kannst nur fallen. Das klingt nicht sehr hoffnungsvoll. Doch. Das ist, was du brauchst. Das ist, was wir alle brauchen. Der reinste Mann, Josef, ist wie soll ich ein solch groß Übel tun und wieder mein Gott sündigen? Sein Chef hat gesagt, du kannst alles haben, aber die nicht. Weil kannte die. Mann, ich werde mal nicht aus dem Leben so. Jemand kommt, oh ja, du kannst alles hier machen, aber meine Frau nicht. Das würde nie in Frage kommen. Das hat er gesagt, oder? Und? Hey, wie sieht es aus, wenn ich abhaue? Ohne Kleider. Das ist egal, solange sie sich nicht sündigen. Und hey, das war der Punkt, was hatte sie hat es mehrmals gemacht. Das war der Punkt, wo, hey, ich muss fliehen, oder? Josef ist entflohen. Rein. Ich brauche Reinigkeit. Rein sein. Ganz und gar. Das ist, was du brauchst. Das ist, was ich brauche. Ich brauche die Bibel. So, was sagt der Herr dazu? Wir reden über die furchtbarste Sache. Das sind noch furchtbarer. Das sind noch schlimmere Sachen. Das sind auch gute Sachen. Du brauchst mal die Bibel. Du brauchst den Geist Gottes. Wie gießt er seine Liebe in uns aus? Durch den Heiligen Geist. Sondern wo der Heilige Geist ist und führt, da ist keine Hurerei. James Stewart war Missionar in ganz Osteuropa und überall in der ganzen Welt. Hat sich bekehrt mit so 14. Er ging zu Bordellen und predigte und verteilte Traktaten. Mit anderen. Nie allein. Nie allein. Gab so einen, der war der Preacher von Bourbon Street, so groß, und der fiel. Er ging dorthin, wo die Frauen waren, alleine. Der Geist Gottes in der Hurerei sind nicht zusammen. Weißt du, was du brauchst? Auch das nächste, wirklich? Was der Prediger von Bourbon Street nicht hat, weil ich kenne ihn nicht, aber ich weiß es. James Stewart hat das. Ein demütiger Geist. Das kann zu mir geschehen. Ich bin nicht rüber.
Einer ist gefallen und fragte der alte Bon Jones, dann ist das vorbei. Er sagte, ich bin 80, kannst du fragen. Du brauchst einen demütigen Geist. Und, gib mir Kapitel 5 in 1. Korinther, Vers 11. Weißt du, was du brauchst? Nun aber habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit jemandem zu schaffen haben, der sich Bruder nennen lässt, und ist ein Hure oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Läster oder ein Trunkenbold oder ein Räuber. Mit einem solchen sollt ihr auch nicht essen. Ja, ist jemand, der sich Bruder nennt und ist sowas. Ja. Hey, der faule Äpfel wird dir tun. Dass du nicht was zu schaffen mit so jemand haben sollst, bedeutet auch das. Dass die Faulen verderben die. Weißt du, was du brauchst? Du brauchst gute Freunde. Du brauchst gute Freunde, die, hey, das machen wir nicht. Das hat nur hier da. Und der Tim verloren, ich habe nie daran gedacht. Er predigt über den alten Prophet, der ihn belogen hat. Und natürlich, darüber habe ich immer gedacht. Er ist so ein großer, guter Prophet, warum sagt er nicht was gegen Jeroboam? Plötzlich ein junger Mann kommt und er will was zu ihm sagen. Das ist gut, oder? Weißt du, was er gemacht hat? Er hat ihm gesagt, du wirst weggehen und ein Löwe wird dich fressen und half ihm, auf den Esel zu gehen. Wer hat den Esel für den alten Mann gesattelt? Seine Söhne. Das macht er nicht für sich, aber er hilft den jungen Mann zu verderben. Solche Freunde brauchst du nicht. Viele helfen zu verderben. Du brauchst jemanden, der sagt, wir machen das nicht. Wir tun das nicht. Machen wir einen Spaziergang durch die Heide. Haben wir ein bisschen frische Luft. Ja? Und John sagt seinem Vater, der jagt Wildschweine, gehen wir ein paar Wildschweine jagen. Ja? Brauchst mal gute Freunde, was sagt, du sollst mit jemandem nichts zu schaffen haben, weil sich ein Bruder nennt. Und wenn es wirklich, die reden darüber auf Arbeit oder sonst, das sollst du aufpassen mit denen auch. Und die reden darüber. Hey, ich sage euch, weil ich dabei war. Wisst ihr, wer schlimmer sind? Wer ist denn schlimmer? Die Weiber. Und damals diese Porno-Zeitschriften, die gucken und lesen laut. Schauen, die Männer, die hat ein paar was Abartiges gesagt und das war's. Die waren schlimm. Ja? Und weißt du, was du auch tun musst? Das betrifft 3 hier heute Abend. Alle Fälle. Schau mal Kapitel 7, Vers 25. Aber um der Hurerei willen habe ein jeglicher seine eigene Frau und eine jegliche habe ihren eigenen Mann. Das trifft auch für Frauen. Ist Problem dabei? B. Wofür? Ist es nicht klar, wofür? Wofür ist das? Wofür soll man beten? Eine Ehemann oder eine Ehefrau?
Wegen was? Ich habe Probleme. Soll man so heiraten? Steht es, wenn wir das ganz lesen? Das war's. Das ist so heiraten, das ist so brennen. Ja, so machen. Rede darüber, was du brauchst. Du brauchst Reinheit. Brauchst du mal was? Hey, du hast ein gutes Beispiel, Josef. Das sind immer so die Sachen wie Mark Twain. Ja. Wenn ich ein schmutziger Roman, schmutzige Geschichte lesen wollte, dann lese ich die Bibel. Und meine Mutter ist immer froh, dass ich die Bibel lese. Er hat nicht davon rausgekriegt. Er verherrlicht Kriege nicht, er verherrlicht Mord und Totschlag nicht, und er verherrlicht Hurerei nicht. Dass die Hurerei die ganze Söhne Davids gekostet hat, das sagt man nicht. Oh, ich mache wie David. Das sagt man nicht. Es ist eine Reinheit wie Josef. Die Bibel, der Geist Gottes, ein demütiger Geist. Gute Freunde, dann sollst du mal was. Gott bitten. Ja? Gib mir eine Frau. Und dann kannst du mal, weißt du kannst die Bibel nicht vielleicht. Du musst mal die Frau das beibringen. Du musst mal die Bibel lernen. Ich verdiene kein Geld. Dann kannst du mal nicht kochen, dann kannst du eine Frau sein. Wie geht denn das? Das geht nicht. Überhaupt nicht. Du musst auch haushalten können. Du musst mal das lernen. Richtig lernen. Und Gott dir einer vorbeischickt. Dass man ein bisschen Geld richtig verdienen kann. Auch richtig ausgeben. Ja? Statt was? Spielzeuge zu kaufen. Muss man Gott bitten. Und ehrlich gesagt, ich sehe da, du kannst mal Vers 5 alleine lesen. Dieses Blödsinn, mein Leib ist meine. Stimmt das? Mein Leib ist dein Ehrgeiz. Ist das nicht schwarz auf weiß? Bill Jack Wood sagt es so herrlich. Wirklich. Lob sei den Namen des Herrn, dass ich 5 Wochen Brother Jack Wood die Autorität im christlichen Zuhause hatte, bevor ich geheiratet habe. Gott ist so gut, so herrlich, so wunderbar. Er sagte, ich will mal nicht treffend sein, ich will nicht verrückt sein. Aber wenn du das zu Hause eine Waffe nimmst, du bist böse. Ein Mann, soll man heiraten? Ein Grund? Was haben wir dann? Und plötzlich auch nicht zu Hause. Vielleicht holt er das woanders. Vielleicht wird es genauso schuld. Das ist kein Christ, das ist kein Liebe. Schwarz auf weiß. Wo sind wir daheim? In der Bibel. Ja? Das ist nur was zu singen, oder? Nee, es ist was zu Buße tun. Was zu tun und Liebe zu zeigen und wahrhaftig zu sein und nicht was fleischlich und böse. Dankbar zu sein für was man hat. Und eigentlich geht es über Hurerei, was die Braut zu was rein sein. Sei Gott. Hey,
Seid demütig. Lese mal die Bibel. Brauchst gute Freunde. Bitte Gott. Ich sag dir eins, du wirst man das nicht hier hören, dass das okay ist bei mir. Bin ich bereit, mit Menschen vernünftig zu unterhalten? Ja? Und wir uns vernünftig über Sachen unterhalten? Wir sind immer froh über die Lehrstunden. Ja? Nachhinein. Ne? Wir sind auch schon so, hey, wir machen auch Spaß, oder? Ja? Wir lachen. Ja? Und was war das mit Sandro letztes Mal? Oh ja, wegen des An- und Abgrillen. Bei mir gibt es das nicht. Aber bei Sandro gibt es. Er grillt am 31.12. ab und am 2.1. wieder an. Ja. Und der Nachbarn, die dachten, wir sind verrückt, wir grillen am Heiligen Abend. Ja. Und die Wurst nicht kalt, fragte man, ne, wir haben einen Deckel. Es dauert ein bisschen länger, aber ja. Aber du brauchst immer die richtigen Freunde. Du sollst mal einfach Gott bitten. Und ich sage dir, er wird antworten. Wahrscheinlich, du wirst mal rauskriegen, hey, das ist ein bisschen egoistisch. Soll man wirklich jemanden lieben? Und ich sollte denn was lebenswert sein. Und Herr, schaffst du das bitte ein bisschen an mir? Oh, dann fängst du an. Und dann kriegst du heraus, was muss ich immer sein als Ehemann? Weißt du noch nicht, was Schwester Friede sagte zu mir? Du bist der erste junge Mann, der mehr über die Bibel weiß als ich. Nur weil ich das gelesen habe. Und aufgepasst habe. So, ich könnte sie was beibringen. Ja? Und das ist dann meine fleischliche Leute, also ich kann mal sagen, meine Arbeitsstelle, meine Dienststelle, meine Stelle als Mann, es ist egal, was fleischliche Leute meinen. Die sind alle in Doktrin. Als Mann muss man, eine Frau, die Bibelbreit bringen kann. Und so man, die fragen, so man den Mann. Vielleicht muss es sagen, ich muss. Dann kann man vielleicht was lernen. Gott, ein bisschen helfen, oder? Ja, aber ich habe gesagt, demütige Geist, aber ich werde das. Ich kann mich noch entsinnen, Annegret hat keinen Mann. Sie fragt mir eine Bibel, was für ein Knast war Jeremia? Gute Frage. So, weißt du, was ich bin? Ich lese dieses Buch mit der Bibel, hier das Pictorial Bible bei John Kiddo, und es geht über Sitten in der Bibel. Vielleicht wird es was sagen über den Knast, wo Jeremia war. Ich bin dort in den nächsten paar Tagen. Gucken wir, was es sagt, weil ich weiß persönlich nicht. Und John Kiddo sagte, das war eine Art hier, so diesen, wie heißen diese Knäste hier in den Schloss, nicht Folterkammer, Staatsgefängnis war es. Eine Art Staatsgefängnis. Das ist in der Tower of London und so war das. Und eigentlich, ich habe die Bibel damals wahrscheinlich 50 Mal gelesen, nie gemerkt, dass mit Knast schicken ist keine biblische Bestrafung. Der Tod, weißt du, Leibeigenschaft und Schlagen. Aber nicht ins Knast, damit du richtig bitter wirst und ein richtiger Verbrecher. Ja? Ja, das ist was Knast macht, das den Leuten. Fantasiewelt. Wie viele Leute kommen aus dem Knast und lassen sich schlagen? Und die Frau hat gewonnen. Wir haben eine Fantasiewelt aufgebaut. Ja?
So, sie fragte mir und ich konnte sie helfen. Und weißt du, manchmal muss ein demütiger Geist haben. Weißt du, selber nachforschen. Nein, das. Bist du bereit für das Flugwort? Eigentlich ist das Segen. Es ist kein Flugwort. Tun. Yeah. My German language teacher said you must avoid tun, the word tun, as if it was the plague. That's does. I said, what's does in German? Oh, that's tun. No. So I'll say it's a cushion. Tun. Yeah. Und dann was? Doing. It's doing. Ja? Dann hat man Respekt. Ja? Wenn es nicht getan wird. Hey, was wollen wir da in Frage? Liebling? Welche Frage? Und hast du das je gesehen? Das ist auch das Problem für Männer. Meine Frau sagt, ich habe nur zwei Probleme. Nur zwei. Das erste ist, ich höre nicht zu und das zweite weiß ich nicht mehr. Zwei Sachen. Ich höre nicht zu und das zweite, das kann ich nicht mehr hören. Ja. Zwei Teile. Und was? Nee, aber das ist Liebe. Okay, da habe ich mal vergessen. Absichtlich, nee. Aber meinst du das mal? Wenn man seine Liebe was studiert. Hey, ehrlich gesagt, ich muss dir wirklich was sagen, vielleicht sagst du, das weiß ich. Ich studiere die Bibel nicht. Ich lese sie. Durch Bibel lesen und plötzlich alles kommt zusammen. Ja? Ehrlich. Das ist, was geschieht. Es kommt alles so richtig. Ich habe das Sam Kipp mir erzählt. Oh, er hat gepredigt. Ja? Und das ist große Bibel, ja. Das sagt, ich studiere die Bibel nicht, ich lese sie. Und Gott bringt alles zusammen. Ich muss in Konkordanz, aber jetzt hast du es so leicht auf dem Computer, Menschen können, was du vorher jetzt kannst du bumm und schwupps und es ist alles da. Du musst es nur den Reich teilen. Was ist? Das sagen wir manchmal. Wir reden manchmal über die Gemeinde als alle Christen oder die Ortsgemeinde. Da muss man recht teilen, wie das steht Gemeinde. Ja? Und so, hey, das ist wirklich, was man braucht. Rein sein. Gottes Wort. Das ist auch ein Grund, warum wir das auswendig lernen. Was wir jetzt auswendig lernen, ist mein Predigt über den Namen des Herrn Jesus Christus. Falls ihr das nicht gemerkt habt, wo man Chance hat. Das ist, was das ist. Du brauchst es das in sein Wort, dein Herz. Was? Stechen und dann tun, und Gottes Wort. Der Geist Gottes, ein demütiger Geist. Hey, gute Freunde, und rede mit Gott. Wenn es so weit ist, dann kommt der Ehepartner bis dorthin, sozusagen, ich werde rein sein. Ich werde rein sein. Das ist, was Gott gesagt hat. 293 im Siegesklängen. 293.